Hallo zusammen! Heute ist es sehr sonnig, es ist ein sehr schöner Tag und wir besuchen zusammen Madame Tussauds. Wir gehen rein und lernen, wie man Personen beschreiben kann. Los geht's! Die Möwe fliegt davon. Sie fliegt einfach weg. Ich mache mich auf den Weg zum Museum. Madame Tussauds ist ein berühmtes Museum mit vielen Wachsfiguren. Wachs ist das Material, aus dem viele Kerzen bestehen. In dem Wachsmuseum gibt es viele Wachsfiguren von berühmten Personen. Wir sind angekommen. Alle Türen stehen offen und ich kann einfach reingehen. Im ersten Raum des Museums sehen wir eine Nachbildung der Bühne aus der Fernsehshow Strictly Come Dancing. Das ist eine Tanzshow. Ich nehme 2 Nummernschilder. Mit diesen Schildern kann man die Tänze bewerten. Man kann Punkte vergeben. Ich gehe die Treppe hoch und halte die Hand des Moderators. Ich berühre seinen Blazer. Ich muss dazu sagen, dass ich viele Wachsfiguren nicht kenne. Ich weiß nicht, wer diese Personen sind. Ich fahre mit der Rolltreppe in den nächsten Stock. Die 2 Moderatoren sitzen am Tisch. Sie lächeln freundlich in die Kamera. Sie haben ein breites Lächeln. Der Mann links trägt ein grünes Hemd über einem weißen T-Shirt und hat dunkelbraune Haare. Der Mann rechts trägt ein kariertes Hemd und hat hellere Haare. Beide Männer haben kurze Haare. Sie sind die Moderatoren der britischen Version des Dschungelcamps. Auf Deutsch sagt man: Ich bin ein Star, holt mich hier raus! Das ist ein bekannter Survival-Experte aus dem Fernsehen. Er klettert auf einen großen dunklen Felsen. Er hält sich mit beiden Händen gut fest und hat einen konzentrierten Blick. Er trägt typische Outdoor-Kleidung. Oben links hängt ein Informationsschild mit vielen Überlebenstipps. Ich steige die Treppe hoch und spaziere über die Brücke. Dann winke ich. Erkennt ihr diesen Mann? Das ist ein berühmter Naturforscher und Dokumentarfilmproduzent. Er ist schon etwas älter und hat deshalb einige Falten im Gesicht. Er trägt ein blaues Hemd mit weißen Knöpfen, eine schlichte Uhr und graue Hosen. Ich stelle mich neben ihn und schaue ihn genau an. Diese Figur ist wirklich sehr gut gemacht und sieht sehr realistisch aus. Er ist größer als ich bin kleiner als er. Natürlich habe ich auch ein Foto neben ihm gemacht. Schauen wir uns dieses Gesicht näher an. Man sieht sein Gesicht von der Seite. Das nennt man Profil. Er hat weiße Zähne und lächelt freundlich. Er hat braunes, mittellanges Haar und seine Haare fallen locker über die Stirn. Er hat helle Haut
und eine markante Nase. Oh, wie toll! E.T. trägt eine Kapuze. Ich liebe den Film E.T. Er ist ein richtig emotionaler und gut gemachter Klassiker. Das ist eine Wachsfigur von Madame Tussauds. Sie hat dieses Museum gegründet. Sie hat ausgeprägte Gesichtszüge und feine Fältchen um die Augen und den Mund. Sie trägt eine goldene Brille mit runden Gläsern. Auf dem Kopf trägt sie eine aufwendige Kopfbedeckung. Außerdem trägt sie ein langes schwarzes Kleid im Stil des 19. Jahrhunderts. Wir sind jetzt im Sportbereich angekommen. Der Mann hat dünne Lippen, die fest zusammengepresst sind. Deshalb hat sein Gesicht einen eher ernsten oder konzentrierten Ausdruck. Er spielt Dart. Er hält einen Dartpfeil in der Hand und zielt auf die Scheibe. Dieser berühmte Tennisspieler trägt ein blaues Stirnband und konzentriert sich auf das Spiel. Das ist ein Schweißband für das Handgelenk. Schweißbänder saugen den Schweiß auf und Sportler benutzen sie, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Das ist der Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. An seinen Ohrläppchen sieht man verschiedene Ohrringe. Am Hals ist ein Teil seines Tattoos zu sehen. Er hat einen gepflegten 3-Tage-Bart. Von hinten sieht man seine aufwendig geflochtenen Haare. Er trägt einen weißen Rennanzug und hält seinen Helm in der Hand. Beide Männer haben die Hände verschränkt. Ich schaue sie mir von vorne und von der Seite an. Wow, von hier aus gibt es eine schöne Aussicht. Man sieht die vorbeifahrenden Autos, man sieht die Autos unten auf der Straße vorbeifahren. Ich hebe das Auto hoch. Es wäre toll, wenn ich im echten Leben auch so stark wäre. Die Sängerin Adele ist sehr schön geschminkt. Sie trägt dunklen Lidschatten und roten Lippenstift. Insgesamt sieht ihr Make-up sehr elegant aus. Sie hat lackierte Fingernägel. Ihre blonden Haare sind leicht gewellt. Passend zu ihrem Kleid trägt sie hohe Schuhe. Ich mache die gleiche Geste wie Susan Boyle. Wir machen die gleiche Geste. John Lennon hat einen dichten Vollbart. Er hat lange, glatte, hellbraune Haare, die über die Schultern fallen. Hinter ihm sieht man alle anderen Bandmitglieder. Sie überqueren zusammen die Straße. Da wir in England sind, darf die ehemalige Königin von England natürlich nicht fehlen. Sie hat immer besondere und elegante Hüte getragen. In der Ecke steht ihr Haustier. Der Sänger macht das Peace-Zeichen. Viele Menschen machen diese Geste, wenn sie für ein Foto posieren.
Ich posiere mit dem Frauenschwarm Harry Styles. Viele junge Frauen finden ihn sehr attraktiv und kreischen richtig laut, wenn sie ihn sehen. Einen solchen Mann nennt man einen Frauenschwarm. Meiner Meinung nach ist die Wachsfigur von Ariana Grande nicht wirklich gut gelungen. Ich finde, ihr Gesicht sieht in Wirklichkeit anders aus. Die Figur von Taylor Swift sieht aber sehr cool aus. Ihr Arm ist nach oben gestreckt. Sie hat blonde, glatte Haare mit einem geraden Pony. Sie hat lange Wimpern und ihr Mund ist leicht geöffnet. Hier sieht man die Figur des berühmten Schauspielers Dwayne Johnson. Er steht in einer Bar und hält ein Glas hoch, um anzustoßen. Wir stoßen an. Er hat eine Glatze, das heißt, er hat keine Haare auf dem Kopf. Er hat braune Augen und ein breites Lächeln mit weißen Zähnen. Seine Zähne sind sehr weiß und sehen perfekt aus. Er ist glatt rasiert. Er hat keinen Bart. Sein Oberarm ist sehr muskulös. Er hat einen sehr durchtrainierten Körper und einen Waschbrettbauch. Er macht einen sehr selbstbewussten Eindruck. Wow, das Gesicht von Brad Pitt sieht auch sehr realistisch aus. Er trägt einen Anzug, ein weißes Hemd und eine Krawatte. Viele Männer tragen bei der Arbeit einen Anzug. Jetzt seid ihr dran. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eine dieser Personen auswählen und in den Kommentaren beschreiben. Wer ist das? Wie sieht die Person aus? Was trägt sie? Ich hoffe, ihr habt nützliche Wörter gelernt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.